Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. In dieser Reihe hier auf meinem Kanal beschäftigen wir uns mit verschiedenen Themen aus meinem Buch Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und dieses Video hat Kapitel 8 zum Inhalt und in Kapitel 8 geht es um ein Thema, das ich durchaus als eines der wichtigsten Themen oder eine der wichtigsten Erkenntnisse, die du dir zu eigen machen kannst, bezeichnen würde. Es geht um nicht weniger als um eines der wirkmächtigsten und konsequenzenreichsten Missverständnisse auf diesem Planeten. Und natürlich darum, dass wir es auflösen und entsprechend neu denken lernen. Du darfst also gespannt sein. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit Teil 1 von Kapitel 8. Kapitel 8: Licht wirft keinen Schatten. Über den Unterschied zwischen Dualität und Polarität. Dunkelheit ist das Gegenteil von Licht. Aber Licht ist nicht das Gegenteil von Dunkelheit, denn die Ausgrenzung erfolgte nur von der Seite der Dunkelheit. Das Böse ist außerhalb von Gott, so wie Dunkelheit außerhalb des Lichts ist. Aber wenn die Mauern fallen, ist dort, wo Dunkelheit war, ebenfalls Licht. Um es paradox zu formulieren, Gott ist alles, aber nicht alles ist Gott. Amin Risi. Dieses Kapitel könnte nun endgültig an den Grundfesten dessen rütteln, was du bisher aufgrund deiner gesellschaftlichen Prägung für wahr gehalten haben magst, und sie endlich zum Einsturz bringen. Und genau deshalb ist es in diesem Buch so wichtig. Wie du aufgrund des Eröffnungszitats, das von dem Philosophen und spirituellen Lehrer Amin Risi stammt, vielleicht schon vermutet hast, machen wir jetzt einen Ausflug zu fundamentalen Fragen des Universums. Denn auf dem Weg in unsere wahre Komfortzone müssen wir uns noch mit einem sehr weit verbreiteten und äußerst folgenreichen Missverständnis befassen und es beseitigen. Dieses Missverständnis ist wohl eines der größten Hindernisse für dein Wohlbefinden überhaupt. Und man kann es vielleicht sogar als die Mutter des verqueren Komfortzonen-Narrativs bezeichnen. Die Rede ist von den Konzepten Polarität und Dualität und dem wichtigen Unterschied zwischen den beiden. Auch wenn dieses Thema auf den ersten Blick etwas trocken und von rein philosophischem Interesse zu sein scheint, hat es tatsächlich einen tiefgreifenden Einfluss auf unser tagtägliches Leben und darauf, wie wir unsere Wirklichkeit erschaffen. Es lohnt sich sehr, besonders im Kontext unseres Themas der Komfortzone, hier einmal genauer hinzuschauen. Denn im alltäglichen Verständnis herrscht weit verbreitete Verwirrung über die beiden Konzepte Polarität und Dualität. Ich möchte sogar behaupten, dies ist eines der wirkmächtigsten Missverständnisse auf unserem Planeten und verzerrt heftig unsere Sicht auf die Natur der Wirklichkeit. Warum glaube ich das? Nun, kurz gesagt, wie wir gleich sehen werden, ist Polarität ein natürliches Phänomen, während Dualität dies nicht ist. Verwechseln wir jedoch Dualität mit Polarität, führt die aus dieser Verwechslung resultierende scheinbare Natürlichkeit der Dualität zu einem ziemlich unvorteilhaften Glaubenssystem und dementsprechend zu einer nicht besonders erfreulichen Realität. Diese Verzerrung ist nach wie vor stark wahrnehmbar in unserer Gesellschaft und bereitete meiner Ansicht nach eben auch den ursprünglichen Nährboden, auf dem all die Missverständnisse in Bezug auf das Thema Komfortzone, die wir in diesem Buch kennengelernt haben, prächtig gedeihen konnten. Sehen wir uns die beiden Konzepte zunächst etwas genauer an. Polarität ist ein Begriff, der im Bereich der Natur- und Geisteswissenschaften verbreitet ist und oft in unterschiedlichen Bedeutungen Verwendung findet. So zum Beispiel in der Physik in Bezug auf elektrische Ladung oder beim Magnetismus. Wir wollen das Konzept hier aber im Kontext des alltäglichen Gebrauchs betrachten. Die meisten Menschen verwenden den Begriff Polarität nämlich in Bezug auf komplementäre Paare, wie beispielsweise männlich und weiblich
Sonne und Mond, Tag und Nacht, Ruhe und Aktivität, Sommer und Winter, etc. Wenn du dir diese Paare einmal ansiehst, dann wirst du feststellen, dass jedes von ihnen als natürliches Phänomen betrachtet werden kann und die beiden Teile sich jeweils ergänzen und bereichern. Jedes polare Paar ist sozusagen gemeinsam größer als die Summe seiner Teile. Oder um es mit den Worten Armin Risis auszudrücken, Zitat: Polarität ist die Zweiheit von gleichwertigen, sich gegenseitig ergänzenden Polen, gründend im natürlichen Gleichgewicht der göttlichen Ordnung. Sie ist das Grundprinzip der göttlichen Schöpfungsdynamik und ist Ausdruck der ursprünglichen Harmonie der materiellen Welt. Zitat Ende. Übrigens stammen alle Zitate von Armin Risi in diesem Kapitel aus seinem lesenswerten Artikel mit dem Titel Polarität und Dualität, die Brisanz der ganzheitlichen Spiritualität. Du kannst diesen Artikel abrufen auf seiner Website unter armin-risi.ch. Dualität hingegen bezieht sich auf Paare von Gegensätzen. Beispiele für duale Paare sind Krieg und Frieden, Freude und Leid, Gesundheit und Krankheit, Fülle und Armut, Glück und Unglück, Liebe und Hass, um nur einige zu nennen. Und ja, auch Wohlbefinden und Unbehagen fallen in diese Kategorie. All das sind Gegensatzpaare, die einander keineswegs ergänzen oder gar voneinander abhängen. Im Gegenteil. Es kann Frieden ohne Krieg geben. Du kannst Freude ohne Leid erleben. Du kannst gesund sein, ohne krank zu sein. Und du kannst ein Leben in Fülle führen, ohne jemals Armut zu erfahren. Werden Polarität und Dualität nun allerdings verwechselt oder aus einem Missverständnis heraus gar gleichgesetzt, wie es tatsächlich häufig geschieht, werden Gegensätze plötzlich miteinander verschweißt und scheinbar unvermeidlich und natürlich, wie die zuvor erwähnten polaren Paare, obwohl sie das keineswegs sind. Und dieses Missverständnis kann fatale Folgen für die Welt haben, die du dir erschaffst. Es kann eines der größten Hindernisse auf dem Weg in deine wahre Komfortzone sein. Warum ist das so? Ganz einfach. Dein konditionierter Verstand könnte aufgrund der Verwechslung von Polarität und Dualität zu der Überzeugung gelangen, dass ein Leben im dauerhaften Wohlbefinden deiner wahren Komfortzone schlicht gar nicht möglich ist. Dies ist natürlich ein großer Irrtum, aber ein recht weit verbreiteter. Und zwar eben aufgrund der noch weiter verbreiteten Verwechslung von Polarität und Dualität. Das Fehlen der einfachen, aber entscheidenden Unterscheidung zwischen diesen beiden Konzepten ist der Grund, warum viele Menschen immer noch Überzeugungen haben, wie beispielsweise, man kann das Gute nicht ohne das Schlechte haben. Um seine Träume zu verwirklichen, muss man hart arbeiten. Der Preis für den Erfolg sind Schweiß und Tränen. Oder wer hoch hinaus will, fällt tief, um nur einige wenige zu nennen. Machen wir uns den Unterschied zwischen Dualität und Polarität bewusst, wird schnell klar, dass solche Glaubenssätze natürlich nichts weiter sind als willkürlich aufgestellte und absolut nicht allgemeingültige Spielregeln. Die Welt dessen, der sie anwendet, beeinflussen sie aber massiv negativ. Ein interessantes Beispiel für das verquere Konstrukt an Glaubenssätzen, das von der Verwechslung von Dualität und Polarität hervorgerufen werden kann, ist der antike griechische Mythos von König Polykrates von Samos. Der Legende nach war Polykrates ein sehr glücklicher und mächtiger Mann, der alles hatte, was er sich in seinem Leben je gewünscht hatte. Aber in all seiner Glückseligkeit befürchtete er, die Eifersucht der Götter auf sich zu ziehen. Er glaubte, die Götter würden ihn für ein allzu glückliches Leben bestrafen, das einem Menschen nicht zustehe. Daher beschloss er, ein für ihn schweres Opfer zu bringen, um den vermeintlichen Neid der Götter zu besänftigen. Er nahm sein liebstes Schmuckstück, einen kostbaren Ring, und warf ihn als Geschenk für die Götter ins Meer. Am nächsten Tag kamen die königlichen Fischer und brachten den Tagesfang. Der Koch des Königs bereitete ihm aus den Fischen ein großartiges Mahl zu, und während Polykrates es genoss, fand er in einem der Fische seinen Ring wieder. Überzeugt, dass die Götter sein Opfer abgelehnt hatten und ihn bald für sein allzu großes Glück schwer bestrafen würden, stürzte er sich von einer Klippe in den Tod.
Was für eine bedauernswerte Entscheidung des armen Polykrates, ganz offensichtlich begründet auf der fatalen Verwechslung von Polarität und Dualität. Statt sich über sein großes Glück zu freuen und den Ring dankbar anzunehmen, der auf kuriose Weise zu ihm zurückgekehrt war, ließ sich Polykrates von seinen Glaubenssätzen über das scheinbar unausweichliche Wechselspiel von Glück und Unglück und die angebliche Notwendigkeit dualer Erfahrungen beherrschen und wählte die drastischste Konsequenz. Um dir noch deutlicher zu zeigen, warum das Verständnis dieses Themas so wichtig ist und welchen praktischen Einfluss es auf dein Leben hat, möchte ich dir ein weiteres, vielleicht alltäglicheres Beispiel geben. Ziemlich große Verwirrung in Bezug auf unser Thema spiegelt sich nämlich auch in dem bekannten Song Let Her Go der Band Passenger wider. Du kennst ihn vielleicht. Er reiht viele Aussagen aneinander, die alle einzig und allein auf einer Verwechslung von Polarität und Dualität beruhen. Die seltsamste und repräsentativste Textzeile des Liedes ist dabei wohl die folgende: You only know you've been high when you're feeling low. Also etwa, du weißt nur, dass es dir gut ging, wenn du deprimiert bist. Denke einmal in Ruhe über diese Zeile nach. Weißt du wirklich nur dann, dass du dich einmal gut gefühlt hast, wenn du schlecht drauf bist? Andere Textzeilen sind beispielsweise You only need the light when it's burning low. Also du brauchst das Licht nur, wenn es schwächer wird. Und You only know you love her when you let her go. Also du weißt nur, dass du sie liebst, wenn du sie gehen lässt. Auch hier möchte ich dich wieder fragen, schätzt du das Licht in deinem Leben, sowohl das physische als auch das mehr transzendente, metaphysische, wirklich nur dann, wenn es allzu schwach brennt? Und liebst du deinen Partner, deine Partnerin wirklich nur dann, wenn er oder sie nicht bei dir ist? Oder um es kurz zu machen, kannst du tatsächlich nur dann positive Gefühle erleben und genießen, wenn du durch deren Gegenteil geradezu darauf gestoßen wirst? Sollte deine Antwort auf eine dieser Fragen tatsächlich Ja lauten, dann lade ich dich nachdrücklich dazu ein, mehr Achtsamkeit in deinem Leben zu praktizieren. Aber nein, jetzt mal Scherz beiseite. Die meisten von uns und besonders du, lieber Leser, liebe Leserin, der oder die du ein Buch wie dieses hier liest, sind doch absolut und ohne Frage dazu in der Lage, positive Gefühle zu erleben und zu genießen, ohne dass sie durch kontrastierende, duale Erfahrungen erst auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht werden müssen. Du bist schließlich kein Stück Holzwolle, sondern ein großartiges göttliches Wesen. Dennoch wird die in dem zitierten Song geschilderte Sicht auf die Wirklichkeit heutzutage von vielen Menschen immer noch einfach so unhinterfragt als Wahrheit angenommen. Und die Folgen eines solchen Weltbilds, das Dualität und Polarität gleichsetzt und duale Erfahrungen damit zur Notwendigkeit erklärt, sind bei genauer Betrachtung ziemlich weitreichend. Denn damit begrenzt man sein Glück ungemein und wird tatsächlich immer wieder Situationen erleben, die das Gegenteil von dem sind, was einem Wohlgefühl und Freude bereitet. Es lohnt sich also, gründlich darüber nachzudenken, ob das wirklich eine nützliche Wahrheit oder Spielregel ist, aus der heraus du deine Welt erschaffen möchtest. Ich persönlich würde sagen, ist es definitiv nicht. Und schon gar nicht in Bezug auf dein Vorhaben, die große Kraft deiner wahren Komfortzone in deinem Leben zur Entfaltung zu bringen. Fortsetzung folgt. Ja, das war der erste Teil von Kapitel 8 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und wie du schon gemerkt hast, geht es in Kapitel 8 richtig zur Sache mit den Themen Dualität und Polarität. Und hier sind wir wirklich dabei, einen ganz massiven Felsblock, der uns da unseren Weg versperrt, auch im Kollektiv und auch jedem Einzelnen im Denken, im alltäglichen Denken zu beseitigen. Und ich hoffe, du konntest diesbezüglich schon ganz viel mitnehmen aus diesem ersten Teil von Kapitel 8. Im nächsten Video teile ich dann den zweiten Teil dieses Kapitels mit dir, wo wir die gewonnenen Erkenntnisse dann konkret auf Beispiele im Alltag anwenden und auch eine kleine Übung dazu kennenlernen wollen. Um kein Video hier auf meinem Kanal mehr zu verpassen, abonniere doch am besten den Kanal und wenn dir das Video gefallen hat und du dich inspiriert fühlst davon, von den Inhalten, die ich hier teile, dann lass auch gern
ein Like da. Außerdem teil doch mit mir in den Kommentaren, wie du über das Thema Dualität und Polarität bisher in deinem Leben nachgedacht hast und wie du ab sofort vielleicht neu darüber denkst. Würde mich sehr interessieren, wie deine Sichtweise auf dieses Thema ist. Und bis wir uns wiedersehen im nächsten Video, wünsche ich dir jetzt erstmal eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl. Alles Liebe.